Hallo, dankjewel voor terugkomen. Ik freue mich, dat u best terugkomt, dat we waren kan hoop God zijn woord studeren. Vandaar waar we Galata kapitel 3, versen 10 tot 14 durchgaan. En ik wil je sagen, te spreken, dat deze komende werk, wanneer je al de versen van 15 en wieder lesen. En ze staat kan God ons al dingen leren, als we hoop komen en dan dat hoop studeren. So, vandaar waar we van reden, van wat dat gezegd brengt niet leven. En da Menschen, die proben in viele verschiedenste Dinge Leben zu finden, so im Gesetz oder in viele andere Dinge. Und von der war wir kicken, wo dort nicht Leben bringt. Christus, der hat noch einmal den schmalen Weg angeboten. Von der war wir nur ein paar Schriftstellen kicken, wo uns dort deutlich merken, was das meint. Wir waren das erste kicken in Matthäus 7, Vers 13 und 14. Dort sagt es das. Jesus sagt hier, gut durch der enge Put, nein. Willst dat Put as wit en de Weich as breit, da nu dort verdorben wird. En viele gehen den Weich. En de Put as eng en de Weich as schmal, da zum Leben wird. En dort sind nur wenig, wat dort fing. Ich dachte für Jahren einmal, dass das meint, dass wir schwor im Himmel nicht kommen. En dit gruwt mich sehr, wenn ich dachte so, ich muss da proben. En wenn ich ein von euch sehe, was nicht wat fing. Wenn es dort sagt, das war nur wenig fing. En so, ich habe diese Vers nicht selbst gelehrt, aber ich habe bloß von anderen gehört. Und Gott sei Dank, dort ist nicht, was das meint. Die Weichtum gerecht waren als ganz klar in der Schrift. So, was meint das den schmaler Weich? Wenn wir checken in Johannes 10, Versen 7 bis 10, da sagt Jesus das. Dann sieht Jesus noch einmal an, ich sage Ihnen ganz ab Ihrens, ich sehe der nur der Schub. All die vor mir gekommen wären, die sind stiller und Räber. Aber die Schub horchen nicht mehr an. Ich sehe der, wer durch mich nennt, was soll ich wollen? Und was rüht in Nangehen in Welt fing. Ein stiller kämpft los, zu stehlen, zu schlachten und eine Grund zu bringen. Ich sehe gekommen, das Leben zu bringen und dort sei dort Verlab haben sollen. So das meint nicht, dass das schwer ist, zum Christ worden und reich worden für Gott. Aber du hast bloß ein Weg zum ewigen Leben haben. Und du hast nur ein Weg zum reich worden für Gott. Und dort ist durch uns Herrn Jesus Christus. Und du sagst nur wenig, was sich entschieden, das Weg zu gehen. Und so, der einzige Weg ist, dort legen nicht alle Menschen. Und hier ist warum. Menschen können hier nicht tun. In alle anderen Lehrungen in Glaubens, die sind von Männern abgestellt und die haben Worten in der Mad. Betes Dinge, wenn du im Himmel warst, dann du schwor schaffen. Aber wenn du was Fried fing, in das Leben, in das Leben, was du kommen hast, dann du soll ja dort schaffen. Und dann du gute Dinge. Und dort du Gesetzen holen. Und bloß das Christentum mit Jesus in der Mad, haft das nur reich. Was du reich die Gemeinschaft haben mit Gott und das ewige Leben haben, was du im Himmel, was du haben, dein Leben hier soll für was teilen, dann du ihm vertrauen ab Jesus sagen. Nimm im Glauben an, was er all getan hat für dich, und das ist der Weg, wo du, wenn dir gerecht wird. Und der Weg, wo du viel gerecht wird, ist der Weg vom Wort. Und das ist der Weg, wo die falsche Lehrer wollen haben, dass die Menschen in Galata sollen wandeln. Wenn es das wieder der Weg, wo er Verführer all haben vor hunderten Jahren gewandelt. Aber Paulus wird dort hier ganz klar mehr, und das bringt ein großes Problem. Wenn es jeder einer, wird nicht das ganze Gesetz nur jetzt als verflucht. Er meint nicht Schafmodelle, dass die kann dort alle Geboten nur folgen, aber sie sollen dort sein, dass das Gesetz kann bloß verdammen und nicht raten. Das Gesetz wir nicht glauben. So, wenn wir Vers 10 lesen, dort sagt es das, wer sich ab Worten aus dem Gesetz verlässt, als einen Flucht. Wenn es der Schrift sagt, verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält, in dort, was im Gesetz geschrieben ist. So, kein Mensch hat jemals könnt das Gesetz ganz halten. Jeder Mensch hat das Gesetz gebrochen. Bloß ein Gebot brechen bringt uns all in die Verdammnis hinein. Da wäre statt jeder einer verdammt. Das Gesetz kann kein Mensch raten. Und so,
wir sind alle in der Verdammnis. Und so, Paulus jetzt hier 3, nur eine Schrift steht im Alten Testament, von den 5. Mose 27, Vers 26. Und dort sagt es, dass du hast ein Fluch, ab dem der nicht das ganze Gesetz hält, und das ganze Volk soll Amen sein. So, das meint so viel, dass wir stehen alle in derselben Lehre. In Vers 11, da sagt es, dass es klar, dass durch das Gesetz kann kein Mensch für Gott gerecht ist. Weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. So, wie kann das hier sein? Das ist klar. Durch den Gesetz kann kein Mensch gerecht werden. Und wenn es das sagt, wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Paulus steht nach Waren eine Versen brücken im Alten Testament. Das ist in Habakkuk 2, Vers 4. Und hier ist, was das sagt. Wer sich selbst was meint, steht im Hort nicht reich. Und wer reich handelt, wird leben, wie es sich an Gott hält. Paulus hat von das all mehr geredet, wegen heute reden von Abraham sein Leben. In Versen 5 bis 9. Und dass Abraham gereich wird, wegen sein Glauben und nicht durch den Gesetz halten. Und dann in Vers 12, da sagt es, dass der Gesetz überjährt sich mit dem Glauben nicht auf. Da heißt wer dort das, was das sagt, wird leben. Das Gesetz ist nicht Glauben. Einzige machen Trägunde Paulus in sein, kijk moet ik wel mijn beste proeven en wat er nog fehlt, dann wird er noch was Glauben bieden. Laat den Glauben dat ewige bedeuten. Gott wird je doch wel naar mij kijken, was ik geproefd heb, en dat ik hier gewollt. En wat hij mir dat nicht ontalen als Gerechtigkeit? Ist das nicht das Nötigste, dat ik zou proeven doe? En Paulus wird uns gewiesen, dat im Alten Testament auch, dat es nicht genug. Heute noch war eine Schriftstelle im Alten Testament von 3. Mose, Kapitel 18, Vers 5. Und dort sagt es, deswegen soll je meine Ordnungen und Anweisungen befolgen, weil der Mensch, der dort durch leben, ich sehe der Herr. Das ist klar, wenn die West durch das Gesetz leben, dann machst du dort tun, nicht bloß proben dort zu tun. Wenn ein Mensch will durch das Gesetz gerat worden, wird der Mensch mit einem ganz vollkommen leben. Das meint nicht einmal singen. Weil wir würden so vielleicht sagen, dann ist das da nicht möglich, für keinen nicht. Und dort ist reich, und dort ist der Antwort. Für keinen Mensch ist dort möglich, so zu leben, als das Gesetz das verlangt. Und wir können wenn wir das können verstehen, dann kommen wir bei den Platz, wo wir können nur Gott gehen und sagen, weil das ich konnte nicht tun. Was die mir Leben geben, durch den sehen. Und woran wird Gott das Gesetz dann geben, wenn heute wirst, dass kein Mensch wird das Gesetz kann nur folgen? Nur Paulus nur, ein von den Aussagen ist, den Menschen wiesen, wo schuldig wir sind. Und wir können das lesen in Vers 19 in Kapitel 3 hier in Galata. Und wir wollen das nächste Mal mehr davon reden. Und durch Paulus sein Gebrauch von den Schriftstellen von dem Alten Testament bringt dort so klar raus, wie da nicht das ganze Gesetz nur gehen, wie da nicht ganz das Gesetz nur gehen. Da sind wir verflucht. Und Gott hat das Gesetz auch nicht gesagt darauf, dass Leute, wir können das nur folgen. Das Gesetz wie ein Schatten, aber ein Beweis, was das kommen wird. Jesus Christus. Das meint, dass all die Gesetze von Opfer bringen für die Menschen ihre Sünden im Alten Testament, dass die Menschen wiesen und lehren, dass wenn das wahrhaftige Opfer kommt, dass wie Jesus Christus, wenn er wird kommen, dass die Menschen dort würden verstehen können, wo er kommen wird. Und das Part von das Gesetz soll bloß verhalten, was Jesus hier kommen wird. Und das ganze Gesetz weiß uns, dass uns alle in Radner fehlt. Deswegen sind wir alle in der Flucht. Wir selbst können uns nicht rüberraden von dort. Da möchten wir von uns dann sein, was wir denken, wo fängt wir dann Hoffnung? Weil wir alle in der Flucht sind und keiner kann sich selbst halten. Hier kommt Gott nur in den nächsten paar Vers. Die Hoffnung für mich und für die und für jeden anderen auf dieser Welt. In dieser Versen wird Paulus uns wiesen, dass Christus uns hat losgekauft von der Flucht. Weil wir das mal lesen. Christus hat uns losgekauft von der Flucht, den dort Gesetz über uns braucht.
Dadurch, dass er den Flucht ab sich nahm, will dort steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, als verflucht. So dass Abraham sein Sehen durch Christus Jesus ab der Feld ja kommen dort, und so haben wir den Jesus gekriegt, der uns versprechen wir, und wann wir glauben würden. Wenn wir nicht der ganze Satz nur gehen deuten, und nicht der ganze Satz nur gehen deuten, seht uns dort in einer Flucht nehmen. Der Idee hier ist bloß, dass Jesus hat uns zurückgeraten, nicht bloß rückgeraten, aber rückgekauft. Und so hat uns gekauft. Er betont den Preis zum uns raten. Jesus kauft uns rüt von unter der Flucht, was dort gesagt über uns hat. Und Jesus sind wir nicht mehr unter den Flucht, aber wir sind erlöst durch Jesus. Eine Lösung hat eine neue Idee hier. Wenn es das als ein Prozess zum Wort oder wem frei sagen. Das kommt hier von ich einmal, wenn der Kirche wir, und wenn die Kirche ist immer wir, dann deuten die, was den Kirche gewonnen haben, da deuten wir an die Menschen festnehmen, und dann die Arme wird verkauft für Sklaven, und da wird hier eingeschrieben werden in ein Land, die wird direkt werden, die werden festgenommen, und werden, dann deuten sie von der Länder verlangt, dass die müssen den Preis holen, wenn die Seite wollen haben. Und so, und das dann sich eine Lösung. Und diese Idee hat auch Unterwarteln, ab Unterstehen. Und wenn die Sklaven wird losgekauft, vielleicht durch die Person ihrer Familie oder durch Schwarzschafen, das nennt sich eine Lösung. Einmal dann wird das im Tempel getan, und dann wird dann in der Wohnt, den sie nun nahe kreuzt, dass alle Menschen würden weiten, dass wir nur eine freie Person. Aber dort ganz Neueste hier ist, dass Jesus hat uns von der Sklaverei rausgekauft. Jesus nahm die Flucht, was uns nahm das ganz ab sich. Paulus sagt nicht, dass Jesus nahm seine Flucht ab sich, aber er nahm die Flucht, was uns traf, ab sich. Und wenn wir das können verstehen, dann merkt das uns stillhalten und denken daran, was von Preis Jesus hat getan für uns. Und dann braucht dort all unsere Selbstständigkeit durch. Und dann können wir anfangen zu verstehen, dass du hast nichts, was ich kann tun. Und du hast bloß dort, was Jesus hat getan für mich. Da kann ich mich abverloren. Denk mal daran, jeder Sinn, was jemals begonnen wird, und auch jemals wird begonnen worden, in dieser Welt, da wird alles ab Jesus abgelegt. Und wann tut Jesus das Preis? Und Paulus nimmt eine Schriftstelle von 5. Mose 21, Vers 23, ich werde die Vers nicht ganz lesen, aber das Part sagt, der für Sohn vergehen und einem Baum hängt, als von Gott und eine Flucht. Im Neuen Testament wird Pferden in Kreuz ein Baum genannt, und dort ist kein Zweifel, dort wird Paulus hier meint. Jesus deutet auch erfüllen, und der Versprechung, dass die Flucht wir, ab dem der nicht bloß war tot gemerkt, über ihren Körper abgehangen, zu schon für Menschen. Hier kann wieder sein, dass Jesus nahm die Flucht ab sich, als er am Kreuz hängt, für mich und für die. Wenn es dort sagt, wer am Kreuz hängt, als für Flucht. Hier in 5. Mose 21 auch, wenn du, wer wir, was sich hat, dort verdient, dort tot merken, in den Körper über in den Baum zu hängen, dann sahen die Menschen dort und dort wir nicht schon. Und der soll nicht über Nacht gehangen werden. Und so, und dann war gehen nur Vers 14. Das sagt es das. So, dort Abraham sein Sehen durch Christus Jesus ab der Feld ja kommen dort. So haben wir den Jesus gekriegt, der uns versprechen wir, wann wir glauben würden. Jesus nimmt nicht bloß die Flucht ab sich, was uns traf, er tut viel mehr als dort. Er gibt uns den Sehen, was uns nicht treffen tut. Das ist die Sehen, was Paulus von redet in Versen 8 und 9 in dem Kapitel. Der fällt ja hier meint dort die Griechen. Und das sind eigentlich die. Das sagt nur wem das Sehen, was kommt. Paulus meint nicht, dass das nicht für die Juden wäre, aber leider, dass das ab die Griechen in Christus auch können kommen. Und
Die wird in Jesus Christus, die sind hier sehr wichtig. Die sehen kämpft nicht, wenn sie wie Griechen sind, kriegt so nicht, als die sehen nicht, ob die Juden kämpft, wenn sie Juden sind. Dort kämpft nur Juden und Griechen überein. Und dort ist wenn Jesus nicht, wie uns kann gerechtig merken selbst für Gott. Und dann sagt dort, und dann, wenn wir glauben, kriegen wir den versprechenden Heiligen Jesus. Wie wunderbar ist das nicht? Ich habe mal das Buch studiert, aber Gott hat noch wahrer vom Frischen. Die Wort hat ein Wort und dort ich dort nur wahrer konnte kicken. Wie wunderbar das ist, was Jesus hat getan für uns. Und dort ist mir wahrer so abgefrischt. Und so, wir waren bloß eine Frauen von der, und dort ist, glaube ich, dort ist bloß ein Weg zum Reich worden für Gott. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich sehe dir, wer durch mich nennt, wird selig worden. Und dann in Vers 10, dort habe ich auch gelesen, er sagt, ich sehe gekommen, dort Leben zu bringen, und dort sei dort voll haben sollen. Jesus ist der, was sie auch durch der durchgegangen, dort ist der schmale Weg. Jesus ist gekommen, dort ich und du kann leben. Nicht bloß im Himmel, aber dort wie hier kann leben. Und er sagt, er ist gekommen, dort Leben zu bringen, und dort wir dort kann voll haben. Und so, Jesus läuft ans Säuer. Gott läuft ans Säuer. Und da werden schackt er ihn sehen. Und er schackt dort er kann in unserer Stadt sterben. Und die Flucht wird uns drauf auf sich selbst nehmen. Und diesen Monat, dann war wir Stelle Freitag feiern, und wir waren Osten feiern. Und ich dachte so, vielleicht können wir diesen Monat besonders daran denken. Was wir wirklich feiern? Was ist da passiert an Stelle Freitag? Und wirklich stillhalten und Gott danken für seinen Sehenschatten für uns, für meine Sinnbedaten und deine Sinnbedaten. Dort wieder der können gehen. Und dort ist Jesus. Und dort wir kann ewig mit am Top sein. Und dort wie hier auch kann das Leben haben. Und dort wieder kann voll abhaben. Er hat einen großen Preis getut. Dort eigentlich kann frei sein. Und so, wir haben dafür danken diesen Monat. Und wenn du noch nicht bist, durch die dir gewohnt und auf den schmalen Weg bist, und Jesus hat dir als dir, dass wir kann reich werden mit Gott. So, ich bete dass du die Entscheidung verschmerzen, durch die dir gewohnt und Jesus annehmen als Heiland. Und dann werden wir diesen Monat besonders daran denken, was vom Preis Jesus getut hat für uns. Und wir haben dafür preisen und dafür danken. So, Dankeschön für Treikum. Und dann sehen wir uns nächstes Mal.